In diesem Video nutzen wir den Commodity Channel Index, um Einstiegssignale für unseren Expert Advisor zu erstellen. Lassen Sie uns also mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Commodity Channel Index CCI verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale in MetaTrader 5 zu erzeugen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir MetaEditor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir beginnen damit, die Datei TradeMQH einzubinden, die Handelsfunktionen bereitstellt. Als nächstes erstellen wir eine Instanz der Klasse CTrade mit dem Namen Trade, mit der wir Kauf- und Verkaufsaufträge ausführen können. In der Funktion OnTick berechnen wir den Ask-Kurs mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk und normalisieren ihn auf die Anzahl der Ziffern für das aktuelle Symbol. In ähnlicher Weise berechnen wir den Geldkurs mit dem Parameter SymbolBit. Anschließend erstellen wir ein Array namens PriceInfo, um die Kursdaten zu speichern, und legen es als Serie fest. Das heißt, das Array wird von der aktuellen Kerze abwärts sortiert. Wir füllen dieses Array mit den Preisdaten der letzten 3 Kerzen mit Hilfe der Funktion CopyRates. Wir initialisieren einen leeren String namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern, und erstellen ein Array namens MyPriceArray, um CCI-Werte zu speichern. Wir definieren die Eigenschaften des CCI-Indikators, indem wir die Funktion iCCI mit dem aktuellen Symbol der Periode, einer Periode von 14 und unter Verwendung der Schlusskurse aufrufen. Wir legen das MyPriceArray als Serie fest und füllen es mit CCI-Werten für die letzten 3 Kerzen mit der Funktion CopyBuffer. Wir erhalten den CCI-Wert der aktuellen Kerze, indem wir auf das erste Element von MyPriceArray zugreifen. Wenn der CCI-Wert über 100 liegt, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn der CCI-Wert unter -100 liegt, setzen wir das Signal auf Kaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir einen Verkaufsauftrag für 0,110 Lots, 10 Mikrolots zum Geldkurs mit einem Stop-Loss von 150 Punkten unter dem Geldkurs aus. Wenn das Signal Kaufen lautet und keine offenen Positionen vorhanden sind, führen wir einen Kaufauftrag für 0,10 Lots, 10 Mikrolots zum Ask-Kurs mit einem Stop-Loss von 150 Punkten über dem Ask-Kurs aus. Schließlich erstellen wir eine Chart-Ausgabe, die das aktuelle Signal mit Hilfe der Comment-Funktion anzeigt. Um den Code zu kompilieren, drücken wir F7. Wenn Ihnen das zu schnell geht oder Sie nicht verstehen, wie der Code funktioniert, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn der Code erfolgreich kompiliert wurde, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir die Tasten Stork und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den CCI-Indikator verwendet, um mit ein paar Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, Sie haben jetzt den Expert Advisor auf Ihrem Chart. Falls das zu schnell war, ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den gibt's auf unserer Webseite. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.